Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal I Love Kuba. In Kuba, ja, überschlagen sich gerade die Ereignisse. In den letzten Tagen gab es wirklich Schlag auf Schlag neue Entwicklungen. Ein erneuter landesweiter Stromkollaps, Proteste in Moron, scharfe Drohung von Donald Trump, Reaktionen aus Havanna, diplomatische Brüche in Lateinamerika und sogar eine symbolträchtige Szene rund um den Liedermacher Silvio Rodriguez. Wenn man das alles zusammennimmt, dann sieht man ganz klar, Kuba steckt nicht nur in einer schweren Wirtschafts- und Energiekrise, sondern auch in einer extrem angespannten politischen Phase. Ich ja, gehe heute die wichtigsten Entwicklungen der letzten Tage mit euch durch und ordne sie etwas an. Fangen wir mit dem an, was für die Menschen auf der Insel aktuell wahrscheinlich am härtesten zu spüren ist, die Energiekrise. Am 16. März 2026 ist in Kuba erneut das komplette nationale Stromnetz zusammengebrochen. Damit war das bereits der sechste landesweite Stromkollaps innerhalb von nur 18 Monaten. Das ist schon eine absolute Hausnummer. Laut den Angaben der Behörden kam es am frühen Nachmittag zu einer kompletten Trennung des nationalen Stromsystems. Danach mussten wieder Notfallprotokolle aktiviert werden, um das Netz ja, Stück für Stück hochzufahren. Das Problem dabei ist, ein Neustart ist technisch ja kompliziert und dauert oft sehr lange. Und diesmal ist die Lage noch schwieriger, weil Kuba massiv unter ja, Treibstoffmangel leidet. Gerade Diesel und Schweröl fehlen, also genau die Stoffe, die normalerweise helfen würden, Generatoren und Teile des Systems schneller wieder in Gang zu bringen. Dazu kommt noch ein zweites Problem: Die Infrastruktur selbst ist marode. Viele, ja, thermoelektrische, Kraftwerksblöcke sind alt, reparaturanfällig und, ja, teilweise, ja, gleichzeitig außer Betrieb. Das heißt, Kuba hat nicht nur ein Versorgungsproblem, sondern auch ein strukturelles Systemproblem. Die Folgen spüren die Menschen direkt im Alltag. Stromausfälle, Probleme mit Wasser, Probleme bei der Versorgung, Probleme im Transport, Probleme im Gesundheitssystem. Und genau diese Lage hat sich auch international so langsam mal herumgesprochen. Am 18. März hat auch die Bundesregierung reagiert und die Reisehinweise für Kuba deutlich verschärft. Deutschland warnt inzwischen dringend vor Reisen nach Kuba. Begründet wird das mit der aktuellen Energiekrise, der schlechten Versorgungslage, Problemen im Gesundheitswesen und den Risiken durch anhaltende Stromausfälle. Das ist schon bemerkenswert, denn solche Formulierungen ja, kommen nicht einfach so. In den Hinweisen geht es nicht nur um ja, Strom und Treibstoff, sondern auch um mögliche Engpässe bei Lebensmitteln, Medikamenten, Wasser und sogar Auswirkungen auf den Flugverkehr. Wer also aktuell nach Kuba reist, muss mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Für Kuba als Reiseland ist das natürlich auch ein weiteres Problem, denn ja, der Tourismus ist für die Insel wirtschaftlich extrem wichtig. Und genau in diesem angespannten Umfeld kam es dann am 15. März in der Stadt Morón zu besonders aufsehenerregenden Protesten. Dort stürmten in der Nacht Demonstranten das örtliche Büro des Komitees der Kommunistischen Partei. Auf Videos war zu sehen, wie Gegenstände aus dem Gebäude auf die Straße gebracht und verbrannt wurden. Außerdem wurden Fensterscheiben eingeworfen. Laut staatlichen Berichten wurden mehrere Personen festgenommen. Die kubanische Regierung erklärte, der Protest habe ursprünglich mit Unmut über die schlechte Energie- und Versorgungslage begonnen und sei dann in Vandalismus umgeschlagen.
Und ja, genau da sieht man das Kernproblem. Die Leute protestieren nicht aus dem Nichts. Die Wut ist da, weil viele seit langer Zeit mit Stromausfällen, Knappheit und wachsendem Druck leben. Gleichzeitig reagiert der Staat natürlich extrem empfindlich, sobald Proteste eskalieren oder sich gegen Partei und Staatsstrukturen richten. Präsident Diaz-Canel schrieb danach sinngemäß, dass Unmut über die Lage verständlich sei, Gewalt und Vandalismus aber nicht toleriert würden. Morón war dabei kein isolierter Einzelfall. Auch in Havanna und anderen Orten gab es zuletzt kleinere Proteste. Nächtliches Topfschlagen und studentische Aktionen. Das zeigt, die Unzufriedenheit ist nicht lokal begrenzt, sondern tatsächlich breiter vorhanden. Während Kuba also intern mit Blockouts, Versorgungsengpässen und Protesten kämpft, kommt von außen zusätzlicher Druck, vor allem aus den USA. Am 16. März sagte Donald Trump zunächst, dass ein Abkommen mit Kuba möglicherweise sehr bald zustande kommen könnte. Er sprach davon, dass man mit Kuba rede, machte aber gleichzeitig klar, dass für ihn andere außenpolitische Themen, vor allem Iran, zunächst Priorität hätten. Das klingt erstmal nach möglichen Dialog. Aber noch am selben Tag wurde seine Wortwahl deutlich schärfer. Bei einem Pressetermin erklärte Trump, es wäre für ihn eine große Ehre, Kuba zu übernehmen. Er sprach davon, dass dies auf die eine oder andere Weise geschehen könne. Durch Befreiung oder auf anderem Wege. Und das ist natürlich eine Aussage mit enormer Sprengkraft. Denn auch wenn Trump bekannt für provokante und extreme Formulierungen ist, werden solche Sätze in Kuba nicht einfach als lockere Rhetorik abgetan. Auf der Insel versteht man so etwas als direkte Drohung gegen die nationale Souveränität. Die Reaktion aus Kuba ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Am 18. März betonte Präsident Diaz-Canel, Kuba werde auf jede Bedrohung aus Washington mit unüberwindbarem Widerstand reagieren. Damit knüpft die Regierung ganz klar an das klassische Narrativ der Revolution an. Kuba als kleines Land, das sich gegen äußeren Druck, Einmischung und Dominanz verteidigt. Diaz-Canel warf den USA vor, Kuba wirtschaftlich strangulieren zu wollen, um das Land zu Kapitulation zu zwingen. Gleichzeitig versuchte er mit dieser Botschaft natürlich auch innenpolitisch Geschlossenheit zu erzeugen. Denn in Krisenzeiten funktioniert diese Argumentation für die kubanische Führung doppelt. Nach außen ist es ein Signal an Washington, nach innen ist es ein Appell an nationale Einheit und Widerstand. Besonders symbolträchtig wurde es dann am 21. März mit einer Meldung rund um Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez ist nicht irgendwer, sage ich mal, sondern einer der bekanntesten kubanischen Liedermacher überhaupt. Eine Ikone der Nueva Trova. Nachdem er am 18. März öffentlich erklärt hatte, er verlange eine AKM, also eine Kalaschnikow, falls sie kommen sollten, griff die kubanische Führung das sofort auf. Am Freitag wurde ihm dann im Verteidigungsministerium feierlich ein AKM-Sturmgewehr samt Replika überreicht, im Beisein von Verteidigungsminister López Miera und Präsident Diaz-Canel als Vorsitzendem des Nationalen Verteidigungsrates. Allein diese Inszenierung sagt schon viel aus. Das war natürlich nicht einfach nur eine persönliche Geste für einen Künstler. Das war vor allem politische Symbolik. Ein bekannter Vertreter der kubanischen Kultur stellt sich demonstrativ in den Dienst der Verteidigung des Landes. Damit wollte die Regierung ganz klar zeigen, nicht nur Armee und Staat, sondern auch bekannte Stimmen aus Kunst und Gesellschaft stehen bereit, wenn es um die Verteidigung der Souveränität geht.
Und jetzt wird es interessant, weil wir hier eine doppelte Linie sehen. Einerseits harte Rhetorik, Widerstandsparolen, militärische Symbolik, andererseits aber auch Signale in Richtung Gesprächsbereitschaft. Bereits Mitte März wurde bestätigt, dass es Gespräche zwischen Kuba und den USA gibt, um Differenzen auf dem Weg des Dialogs zu behandeln. Das heißt, Kuba versucht offensichtlich zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Erstens, Stärke zeigen und keine Schwäche ausstrahlen. Zweitens, trotzdem eine Tür für Verhandlungen offen halten, weil die wirtschaftliche Lage so ernst ist, dass man sich eine völlige Eskalation kaum leisten kann. In dieses Bild passt auch eine weitere wichtige Meldung vom 17. März. Kuba will den Privatsektor stärker für Auslandskubaner öffnen. Zum ersten Mal soll es Kubanern, die im Ausland leben, offiziell möglich sein, auf der Insel Unternehmen zu besitzen und in den Privatsektor zu investieren. Das wäre ein ziemlich bemerkenswerter Schritt. Gemeint sind vor allem MIPIMES, also oder Mikro- und Klein- und Mittelbetriebe. Die kubanische Regierung signalisiert damit, dass Kapital aus der Diaspora willkommen ist und zwar nicht nur für kleine Geschäfte, sondern perspektivisch auch für größere Investitionen. Warum macht Kuba das gerade jetzt? Ja, ganz einfach, weil das Land alternative Finanz- und Investitionsquellen braucht. Wenn Öl knapp ist, Venezuela als Partner ausfällt, die USA Druck machen und die Wirtschaft im Innern schwächelt, dann wird die Diaspora plötzlich noch wichtiger. Aber es gibt natürlich Zweifel. Viele Beobachter sagen, ohne echte rechtliche Sicherheit, ohne verlässliche Eigentumsrechte und ohne weitergehende Reformen könnte diese Öffnung am Ende eher symbolisch bleiben. Trotzdem ist die Botschaft klar, Kuba sucht nach jedem möglichen wirtschaftlichen Spielraum. Und damit kommen wir zu einem der vielleicht strategisch wichtigsten Punkte. Am 21. März wurde deutlich beschrieben, wie sehr Kuba inzwischen auch in Lateinamerika an Rückhalt verliert. Früher war Kuba für viele linke Bewegungen in der Region ein Symbol. Heute überwiegt in vielen Hauptstädten der Pragmatismus. Selbst Regierungen, die historisch eigentlich eher wohlwollend gegenüber Havanna waren, zögern inzwischen, Kuba mit dem zu helfen, was am dringendsten gebraucht wird: Treibstoff. Der Grund liegt vor allem im Druck aus Washington. Viele Länder wollen keinen Konflikt mit den USA riskieren, schon gar nicht wirtschaftlich. Mexiko zum Beispiel galt lange als enger Partner Kubas. Doch nachdem Trump mit Strafmaßnahmen droht, wurden Öllieferungen eingestellt und durch humanitäre Hilfe ersetzt. Auch Brasilien und Kolumbien verhalten sich deutlich vorsichtiger als früher. Humanitäre Hilfe ja, aber alles, was zu direkten Konflikten mit den USA führen könnte, wird vermieden. Das zeigt, Kuba steht nicht nur unter US-Druck, sondern verliert gleichzeitig regionale Handlungsspielräume. Ein besonders deutliches Signal kam dabei aus Costa Rica. Am 19. März wurde bekannt, dass Costa Rica seine Botschaft in Havanna geschlossen und kubanische Diplomaten ausgewiesen hat. Präsident Rodrigo Chávez begründete das mit scharfer Kritik an der kubanischen Regierung und sprach sehr offen von Unterdrückung und fehlender Legitimität des kubanischen Systems. Kuba wiederum kritisierte diesen Schritt heftig und wertete ihn als Teil einer breiten Strategie, die Insel in Lateinamerika weiter zu isolieren. Und egal, wie man politisch dazu steht, diplomatisch ist das ein massiver Vorgang, denn es zeigt, wie tief die Fronten inzwischen verlaufen und wie stark sich die kubanische Frage wiederum oder wieder zu einem Symbolkonflikt in Lateinamerika entwickelt. Wenn man all diese Meldungen zusammennimmt, dann entsteht ein klares Bild. Kuba steht aktuell unter einem doppelten Druck. Von außen kommt massiver politischer und wirtschaftlicher Druck, vor allem aus den USA, aber zunehmend auch durch die vorsichtigere oder
offen ablehnender Haltung anderer Länder in Lateinamerika. Von innen wächst der Druck durch Stromausfälle, wirtschaftliche Not, Knappheit, ja, sinkende Perspektiven und wachsenden Frust in der Bevölkerung. Die Regierung reagiert darauf mit einer Mischung aus Widerstandsrhetorik, Symbolpolitik, begrenzter wirtschaftlicher Öffnung und der vorsichtigen Suche nach Dialog. Die entscheidende Frage ist, reicht das noch aus, um die Lage zu stabilisieren? Denn ja, wenn die Energiekrise weiter eskaliert, Proteste zunehmen und gleichzeitig internationale Partner wegbrechen, dann wird der Handlungsspielraum für Havanna immer kleiner. Wer mein letztes Video gesehen hat, wird sich vielleicht wundern, warum ich nicht in Kuba bin. Die aktuelle Fluglage nach Kuba hat sich in den letzten Wochen deutlich verschärft. Grund dafür ist eine akute Treibstoffkrise im Land. Kuba hat Airlines darüber informiert, dass an mehreren internationalen Flughäfen kein Treibstoff verfügbar ist. Das hat direkte Auswirkungen auf den internationalen Flugverkehr. Besonders betroffen ist auch die staatliche Airline Cubana de Aviación, mit der ich gebucht habe. Cubana hatte erst Ende 2025 wieder Direktflüge von Frankfurt nach Kuba aufgenommen, die einzigen direkten Verbindungen zwischen Deutschland und Kuba. Diese Flüge wurden jedoch im Februar 2026 aufgrund der Treibstoffkrise komplett ausgesetzt. Das bedeutet konkret, die ohnehin wenigen Direktflüge zwischen Deutschland und Kuba sind aktuell praktisch weggefallen. Auch andere Airlines reagieren auf die Situation. Air France setzt ihre Flüge nach Kuba ab dem März 2026 vorübergehend aus. Eine Wiederaufnahme ist frühestens ab Mitte Juni geplant. Bei Turkish Airlines gibt es Hinweise darauf, dass die Verbindung nach Kuba ebenfalls Ende März gestoppt wird, während gleichzeitig noch Flüge im Buchungssystem erscheinen. Das zeigt, wie widersprüchlich und dynamisch die Lage aktuell ist. Einige Airlines versuchen, den Betrieb zumindest teilweise aufrechtzuerhalten. Verbindungen über Spanien, insbesondere über Madrid, werden aktuell noch angeboten und gelten im Vergleich als die stabilste Option. Allerdings erfolgt auch hier der Betrieb unter erschwerten Bedingungen. Teilweise werden Zwischenstopps eingelegt, um außerhalb Kubas zu tanken, was zu längeren Flugzeiten und kurzfristigen Änderungen führen kann. Für Reisende bedeutet das, der Flugverkehr nach Kuba ist aktuell insgesamt nicht stabil. Flüge können sich kurzfristig ändern, verschoben oder gestrichen werden. Und selbst bestätigte Verbindungen bieten deutlich weniger Planungssicherheit als üblich. Insgesamt befindet sich der Flugverkehr nach Kuba derzeit in einem Krisenmodus. Während einige Airlines ihre Verbindungen vollständig aussetzen, versuchen andere den Betrieb unter unsicheren Bedingungen weiterzuführen. Das waren die wichtigsten Kuba-Entwicklungen der letzten Tage. Man merkt auf jeden Fall, wir sehen gerade keine normale politische Phase, sondern eine echte Zuspitzung. Die Lage ist angespannt, wie lange nicht mehr, wirtschaftlich, gesellschaftlich und international. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie schätzt ihr die aktuelle Entwicklung ein? Glaubt ihr, dass Kuba eher auf Dialog setzt oder wird sich die Konfrontation weiter verschärfen? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, wenn ihr bei Kuba-Themen auf dem Laufenden bleiben wollt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, saludos, ciao.